Herzlich willkommen zurück zu Jig-Wig Plays, The Witcher 3. Wir sind hier immer noch beim Weidler, der uns nach einem kleinen Ausflug, um seine Ziege zu retten, ein wenig weitergeholfen hat. Ein ganzes Stück sogar weitergeholfen hat. Es gibt scheinbar ein Kind, also es gab eine Fehlgeburt von der Frau des Barons und die wurde wohl irgendwo verscharrt und aus der ist ein Monster geworden. Und das ist jetzt unser neuer Lied. Genau, wir sollen mit dem Baron sprechen und ihn wegen des Kindes befragen. Wir müssen herausfinden, wo der Säugling verscharrt wurde oder die Fehlgeburt. Ich lese das nochmal kurz durch. Die Suche nach der Frau und der Tochter des Barons führte Geralt zum örtlichen Weidler, einer Art Wahrsager, Volkszauberer, der, wie Geralt richtig ahnte, über die Geschehnisse vor Ort gut informiert war, und so erfuhr Geralt vom Weidler interessante Gerüchte. Angeblich sei der Baron ein Säufer und Familientyrann und die jüngste Schwangerschaft seiner Frau soll in einer rätselhaften Fehlgeburt geendet haben. Die Weissagungen des Weidlers zeigten, dass sich der fehlgeborene Fötus, der gewiss ohne würdiges Begräbnis verscharrt worden war, in ein gefährliches Monster verwandelt hatte, in einen Fehlgeborenen. Diese Bestie war zwar mörderisch und verdorben, könnte aber trotzdem nützlich sein, wenn es gelänge, den Fluch zu brechen und das Monster in einen Tölpelbold, einen freundlich gesonnenen Wächtergeist zu verwandeln, könnte dieser Geralt zur Frau und Tochter des Barons führen. Genau. Das habe ich mir selbst gerade nochmal ins Gedächtnis gerufen, weil die letzte Folge schon ein paar Tage her ist. Dann wollen wir doch mal den Baron zur Rede stellen. Nights it's best to bar the door and shut your windows tight. Schauen, was er dazu zu sagen hat. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der weitestgehend die Festung brennt. Ich wollte gerade sagen, ich hatte gehofft, dass der Baron irgendwie weitestgehend missverstanden ist und eigentlich ein ganz okayer Typ ist, aber alles, was sich mir so hier bisher geboten hat an Informationen, spricht eher vom Gegenteil. So, was ist hier jetzt passiert? Not so fast, Roach. Brücke, wobei die war, glaube ich, vorher schon kaputt. Ne? Come on. Da hinten probieren. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Schubst mich nicht von der Brücke, Frau. Ja. Man könnte auch mal was dagegen tun, nicht wahr? Also, außer hier stehen und gucken. Eimer holen. Löschen. Wasser. Oh Mann, oh Mann. Ach je, immer Ärger. Aye, set the stable afire. We gotta put it out. I'll not go near there. Got a lot to live calm for him still. down. Don't know who you're calming with Tammy gone. You know, only Miss Tammy could calm his rages. Rather not end up with a blade between my ribs. Hat er wieder gesoffen. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. See what I can do. Hurry now, quick! Ihr habt mich zwar schon zweimal versucht umzubringen, ich habe irgendwie 10 von euch schon umgebracht, aber klar, ich rette den einen Typ. Okay, ja, ich glaube, wir haben unsere Antwort.
Der Baron ist nicht sonderlich freundlich. Oder zumindest nur im nüchternen Zustand. Damn it, lots of smoke. Gotta hurry. Sauerstoffanzeige, okay. Hust, hust, tu doch was. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. Was? Wo ist er? Öffnen. Nein, nicht da hoch. Oh, ist der Sauerstoff zu Neige. Tada! Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ich habe nicht gespeichert, ne? Ah, da, öffnen. Das war knapp, wenn ich es geschafft habe. We've a hero in our midst. The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? They ran from you, didn't they? Lying prick! What? Lost your nerve? Faustkampf schon wieder verlernt. Wie konnte ich nochmal blocken mit Steuerung? Das geht ja schon ganz schön heftig los hier. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. Ja, du hast deine Tochter nie geschlagen? Wirklich? Auch nicht im versoffenen Zustand? Expect me to believe you were a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Ja, Anna, wie hat sie dich erzürnt? Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. Ja, du wusstest, dass sie geflohen sind. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Ja, das spiegelt so viel wider, was
falsch läuft in unseren heutigen, wie in damaligen, wie in den heutigen Geschlechterrollen. Wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Sie sind nicht weggelaufen, du hast sie vertrieben. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Sie sind nicht weggelaufen, du hast sie vertrieben. Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. Ja, erzähl mal, aber ich, All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. ja, das ist keine gute Entschuldigung. Was mit den Kampfspuren im Zimmer? Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Und das Glück, noch am Leben zu sein. Hat Tamara alles gesehen? Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, but Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Ja, was hast du mit dem Kind gemacht? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead.
Ja, gut, das ist natürlich alles schrecklich, aber es ist alles ziemlich selbst fabriziert. Reiß dich zusammen. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? A cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Ja, das habe ich auch vor eigentlich. Wenigstens in dem ganzen schrecklichen Chaos versuchen, ein wenig Besserung und Linderung herbeizuführen. Wo hast du den Fötus begraben? Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Immer der Optimist. Ja, ich bin bereit. Los The geht's. sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. A bit further. Follow me. Ja, eine sehr intensive Storyline. You give the child a name? No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Ich wollte noch mal schnell in Bestiarium gucken. Wir hatten da schon einen Eintrag für Fehlgeborene. Da war Verfluchtenöl und Axi-Empfindlichkeit. Gedankenbeeinflussung, okay. Verfluchtenöl habe ich, glaube ich, noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ah, doch, habe ich schon. Gut, gut. Das können wir schon mal auftragen. Diese glänzenden goldenen Schuhe sind cool. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look! Ja, lecker.
those Garrity? It'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets plowing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Good merciful gods. Hübsches Back to the Vieh. fortress. What? With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Ja, das kannst du laut sagen. Oh, Loot. 2 Gambesons. Oh, was ist jetzt los? Erscheinung? Watch the scent trick. Ich sehe nix. Die andere ist hinter dem Tor. Na toll, komme ich jetzt nicht hin. Hallo? Hallo? Ist das ein Bug? Mach die Tür auf! Tja, ich glaube gerade bei dem Rumgezappel da am Tor habe ich den Geist da irgendwie... Nein, das wollte ich doch nicht. That is not my child. Carter. Ist das jetzt, weil ich das Gebiet verlassen habe? So lange gebraucht habe? Der hält aber was aus. Das dauert jetzt ja ewig. Der Schaden ist nicht besonders groß. Ich lade nochmal. Ich glaube nicht, dass das so jetzt laufen sollte eigentlich. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. A while Ich schätze, beziehungsweise ich hoffe, dass wenn ich die Geister rechtzeitig töte, dass wir dann weiterlaufen können. Aber das ging gerade eben nicht, weil der letzte Geist hinter der Tür weggeglitscht ist. Leider. Also probieren wir das Ganze nochmal. You give the child a name. No. Why would we? Mistake. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a... Jetzt überspringe ich alles mal. The graves... What's that? Botchlings on the prowl.
Tölpel Take it wollt. in your arm. And if it got Keep screaming. bloody hell. It'll bite through your jugular. Back to the So, fortress. machen wir das Ganze nochmal. With this? As I recall, you were the one wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Komm bei, Baron. Angry specters. Botchling's scent attracted them. Oh, my goodness. Do something! Na. Oh, ich stelle mich aber auch gerade nicht an. Pest, take me! It's thriving something fierce! Can't hold it! Calm it somehow! Damn thing's gonna bite me! Ja. Gedankenkontrolle? Ja. Gut. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family. Anschlagbrett. Können wir gerade nicht drauf gucken. Mehr Erscheinungen. Need to hurry. Leben gehauen. Wow. Eieiei. Ah. Das war auch ein blödes Gelände. Oh, ey. Nerv nicht. Squirming again? Like a daft eel? I cannot hold it! Ja, ich will es doch beruhigen. Jetzt so. Worked. It stopped. Chosen a name? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? Ah, süßer Fratz. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body.
Schaufel in der Hand gehabt. What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. And the guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past. Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Ja, krasser Scheiß. Hinsetzen und warten. Ja, machen wir das mal. By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Aha, da ist ein Geist, dem wir jetzt folgen können. Ich glaube, meine Funkkopfhörer gehen gerade leer. Die muss ich mal eben schnell tauschen. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Entschuldigung, es geht weiter. Wir folgen jetzt mal dem Tölpelbold. Die ganze Burgbevölkerung hat von dem ganzen Spaß nicht so viel mitbekommen. Nur ein Geist, keine Sorge. Ob wir den vielleicht hinterher reiten sollten? Kann ja uns ja jetzt sonst wohin führen. Ich dachte irgendwie, wenn er als Tölpelbold hätte, er irgendwie vielleicht eine angenehmere Form, aber es ist immer noch dieses eklige, schlagernde Monsterbaby. Oh, jetzt sind auch noch Drauner auf dem Weg. Tag auch. Wir holen mal Plätze. Wie? Echt jetzt? Ah, okay. Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Eine Räucherei, okay. Schauen wir uns hier mal um. Sind das Fußspuren? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. A bracelet. One of them must have dropped it. Scheinen also hier gewesen zu sein, wie es aussieht. Clothing. They change in here? Both were here. I'm going the right way. Okay. Indizien. Wir sollen ihm weiter folgen. Aber wir haben jetzt schon relativ
viel Zeit hier verbracht mit dem ganzen Ugly Business. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge sehen, wohin uns der Tölpelbold weiterführt. Auf den Spuren von Anna und Tamara. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.